So, willkommen zurück bei Laura und Mariano. Wir haben ja mal die lustigsten Stories hier auf unserer Reise. Ein bisschen, also lustig und chaotisch. Ja, nach unserer Wanderung haben wir uns jetzt ein bisschen in der Wüste bei Skardu erholt. Unser Internet ging die ganze Zeit nicht. Da haben wir Leute gefragt, so, hey, geht euer Internet auch nicht? Und die meinten so, ja, war vor 24 Stunden abgeschaltet, aber jetzt geht's wieder. Und dann ist uns eingefallen, weil wir ja wissen, hatten wir nur 15 Tage Visum bekommen. Halt, um eine SIM-Karte zu kaufen, musst du ja dein Visa vorlegen und da stand natürlich drin, bis wann das ist. Und das ist jetzt vorbei und deswegen gehen unsere SIM-Karten nicht mehr. Und jetzt sitzen wir in so einem Hotel und haben nach WLAN gefragt. Und um uns zu revanchieren, haben wir jetzt hier ein bisschen Essen bestellt. Was haben wir da? Das sieht so gut aus. Wir haben Pommes und wieder diese chinesischen Nudeln, Chow Mein. Aber erste gute Nachricht. Ich habe mein Iran-Visum bekommen. Yeah. Jetzt müssen wir nur gucken, ob ich auch ein Visum bekommen habe, sonst muss Laura alleine durch den Iran fahren. Ich glaube, das kann ich nehmen, aber gar nicht mit dem Visa Accepted. Visa Accepted, yeah! Ja, unsere Iran-Visa, das hilft uns sehr, weil jetzt wissen wir, dass der Weg, also theoretisch könnten wir jetzt einfach durch den Iran in die Türkei und da ist alles safe. Oder auch Armenien, ne? Von da aus kann man halt sicher ohne Visa weiterfahren und das ist jetzt eine große Erleichterung. Toll! So, jetzt haben wir nochmal hier Brot gefunden, dann kann es jetzt weitergehen. Assalamu alaikum zu einem weiteren schönen Morgen hier im heißen Pakistan. Ja, im letzten Video haben wir ja den K2 gesehen, den zweithöchsten Berg der Welt. Und jetzt haben wir einen anderen 8000er direkt hinter uns, den Nanga Parbat, der neunthöchste Berg der Welt. Und der ist halt nicht so wie so eine markante Spitze wie der K2. Ist irgendwie so ein riesen Hügel und da gibt es halt irgendwie ganz viele Gipfel. Und einer ist dann halt knapp über 8000 Meter. Genau, aber es ist richtig cool, weil zu dem kann man viel näher ran als zum K2. Einfach so als normaler Touri, ohne dass man jetzt tagelang tracken muss. Ja. Das heißt, man sieht ihn halt auch viel näher und da werden wir irgendwann auch nochmal hinfahren. Ja, da kann man ziemlich cool nah ranfahren, parken und dann zum Basecamp tracken. Genau, das ist auch nicht so aufwendig und anstrengend wie unsere letzte Wanderung. Genau, aber unser Weg führt uns ja jetzt erstmal weiter nach Norden Richtung chinesische Grenze. Genau. Okay, weiter geht's. Und die LKWs sind echt jedes Mal der Hammer. Die sind so bunt. Wir haben uns übrigens vor allem dazu entschieden, jetzt erstmal hoch zur Grenze zu fahren, weil es hier echt unglaublich heiß ist. Also im Van haben wir gerade 38 Grad, draußen sind dann mindestens 34 und wir haben die Hoffnung, dass wir noch ein bisschen höher kommen oder wir wissen, dass es da auch noch höher geht und dass es dann da wieder ein bisschen kühler ist. Und uns wurde erzählt, dass das vor allem am Klimawandel liegt, dass es so heiß ist und das hier gar nicht so üblich ist, aber das kriegen wir natürlich wie überall in Pakistan gerade total mit. Wir haben jetzt hier trotzdem gestoppt, weil die Landschaft einfach unglaublich schön ist und da hinten so ein fetter Berg ist mit einem geilen Gletscher und das schon ziemlich einmalig ist. Und das da drüben, das ist der Rakaposhi Berg, der 27 höchste Berg der Welt mit 7788 Meter. Und der ist echt, boah, was für ein Berg, ne? Mit Gletscher sogar. Und das ist halt das super Coole an Pakistan und nochmal ein Grund hier in den Norden zu fahren, weil im Gegensatz zum Himalaya in Indien und Ladakh und Nepal. Und ja, Nepal gibt es auch viele hohe, oder? Aber hier da ist es schwer hinzukommen und man muss immer viel bezahlen. Aber das ist hier schon echt krass, wie viele hohe Berge es gibt. So eine weiße Spitze haben wir auf jeden Fall in Ladakh nicht gesehen und so ein Gletscher, oder? Und in Nepal haben wir gar keinen Berg gesehen. Ja, es lag aber auch an uns, ja.
ein neuer Tag, eine neue lustige Geschichte von uns. Wir fahren ja jetzt hier Richtung chinesische Grenze und da ist dann nochmal ein Nationalpark, der Conjar National Park. Und wir müssen uns natürlich da auch mit dem Reisepass, also da muss man so ein Ticket kaufen, auch dass man überhaupt rein kann. Und dafür braucht man einen Reisepass und Visum. Aber unser Visum ist ja immer noch abgelaufen und wir haben immer noch kein neues bekommen, weil die jetzt schon keine Ahnung, bald einen Monat lang brauchen, was richtig absurd ist. Und deshalb haben wir jetzt, ist auch ein bisschen peinlich und ein bisschen kriminell, aber was sollen wir machen, weil sonst kommen wir einfach nicht weiter. Jetzt haben wir uns einfach unser Visum gefälscht und haben ein anderes Datum reingemacht, den Stempel da drauf gemacht und haben dann hier in dem Hotel gefragt, ob wir hier unser Visum ausdrucken können. Wo sie auch direkt sehr hilfsbereit waren und dann hat das Ganze wieder ausgeartet, dass wir jetzt auch noch Tee bekommen haben. Hier so Kuchen irgendwie. Und dann haben sie gefragt, so, hey, können wir mit euch ein Foto machen für irgendwie Hotel-Promotion? Keine Ahnung. Na gut, okay, die haben uns geholfen, dann helfen wir denen auch. Das war dann aber irgendwie die haben irgendwie eine Kooperation mit dieser Pepsi-Chips-Firma. Und da haben wir so ein peinliches Foto gemacht und jetzt haben wir irgendwie so, keine Ahnung, die haben also, naja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben ein Foto gemacht und haben jetzt hier so einen Korb mit Chips bekommen. Also unbezahlte Werbung für diese Firma, die wir nicht so toll finden, aber wenn wir zugeben, essen wir auch oft diese Chips, weil es sie überall gibt. Ja, es gibt auch keine anderen Chips. Ja, genau, also man sieht einfach, wie mächtig diese Unternehmen sind, ne? Und das ist halt schlau, dass die jetzt hier diese Kooperation haben und so. Aber ja gut. Ist auf jeden Fall lustig. Internet haben wir halt, weil unser Visum abgelaufen ist, auch immer noch nicht. Deswegen nutzen wir das hier jetzt auch nochmal und trinken Tee. Ja. Was ist das hier? Immer noch so Chai? Ja, aber du musst mehr Zucker reinmachen, weil der ist nicht ungesüßt. Ah, krass, okay. Und hier gerade geht das Internet nicht. Wir nutzen aber auch das Internet, um nochmal ganzen Kommentare und Nachrichten von euch zu beantworten. Also vielen Dank für die ganzen Kommentare. Ja, das freut uns sehr. Ja, weil gestern kam wieder ein neues Video raus und jetzt müssen wir mal in ein Hotel gehen, um dann jetzt hier 2 Stunden zu sitzen und dann die Kommentare zu beantworten. Ja. Aber es funktioniert bisher ganz gut und hier sind die echt alle mal sehr nett. Das ist so krass. Wir haben ja auch, als wir das Visum für Pakistan brauchten, wollten wir das ja in einem Hotel in Leh, also in Indien, ausdrucken und die waren halt so, nee, da müsst ihr zu einem Copyshop, was ja auch irgendwie okay ist, aber hier in Pakistan sind die Leute einfach so hilfsbereit, die sagen, ja kommt, wollt ihr noch einen Tee, wollt ihr was, das ist schon echt ein krasser Unterschied. Also wenn euch jemand um einen Gefallen bittet, dann einfach mal machen, das nehmen wir uns auch vor, sowas wollen wir auf jeden Fall mitnehmen, dass wir netter und offener zu Fremden sind und denen einfach helfen. Weiter geht's mit unserer Tour durch die Berge Richtung chinesische Grenze und wir sind jetzt in der Hunza-Region und es ist, wow, echt richtig, richtig schön und unglaublich, mit was für hohen Bergen diese Straße hier umrandet ist. Das ist schon einmalig. Unter anderem sind wir gerade an so einem Bergsee, der voll schön sein soll, vorbeigefahren und von da soll man angeblich ziemlich schnell zu einem Gletscher wandern können. Aber der Gletscher sollte angeblich fast bis zur Straße gehen, wir haben aber gar nichts gesehen. Also kann auch sein, dass es den Gletscher da gar nicht mehr gibt oder jetzt so halt erst im Winter wieder so stark und jetzt halt nicht so groß und weit. Also mal sehen, ob wir da überhaupt irgendwas vom Gletscher sehen können. So, wir sind jetzt in Soest und haben eben Mittag gegessen. Dieses leckere Brot. Und hier ist jetzt schon, auch wenn wir noch gar nicht an der Grenze sind, das pakistanische Zoll- und Einreisebüro. Also wenn man aus China kommt, dann lässt man hier sich den Pass stempeln. Und wir haben auch schon die ersten chinesischen Touris gesehen. Ja. Also gut, 2 eben. Aber wir haben ja gehört, der Einfluss ist hier ganz groß und ja, ist ja logisch, dass hier an der Grenze dann die ersten Touris zu sehen sind und so. Aber es ist ganz spannend, dass es dann auch so 1, 2 chinesische Restaurants gibt, weil die dann lieber anscheinend chinesisches Essen essen, als jetzt unbedingt pakistanisches. Ja, machen wir auch nochmal, ne? Ja, auf jeden Fall. Naja, mal gucken, was, wenn wir jetzt weiterfahren, da noch mehr zu sehen ist an chinesischem Zeugs oder chinesische Firmen und so weiter. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, wir konnten doch einfach so durchfahren, weil wir ja nur zu dem Nationalpark fahren und dann ja wieder zurück nach Pakistan. Aber es ist schon lustig, weil jetzt sind wir ja in so einem Zwischenraum. Also manche Leute, hier sind chinesische Trucks, manche Leute sind ja jetzt aus Pakistan so ausgereist und noch nicht in China eingereist. Also es ist so lustig, dass dieser Bereich so breit ist, so groß. Ni hao.
Okay, wir sind jetzt am Eingang vom Khunjerab Nationalpark. Wir haben jetzt hier eingecheckt und nur so als Randnotiz, Einheimische zahlen 300 Rupees, was so 1 Euro ist. Wir zahlen 6.000 pro Person. So ist das leider immer. Aber es soll sehr schön sein und es gibt richtig viele krasse Tiere. Schneeleoparden, Leoparden mögen wir sehr gerne. Bären, Ibex, was ist das, ein deutsches Wort? So ein Steinbock. Ja, und noch viele andere. Mal sehen, ob wir da irgendwas von sehen. So, inzwischen ist es schon ein bisschen spät, deswegen wollen wir jetzt nicht mehr so weit fahren oder eigentlich gar nicht mehr fahren. Und bis zur Grenze ist es noch ein Stück. Und deswegen haben wir jetzt erstmal hier geparkt und wir haben jetzt unsere ersten wilden Tiere gesehen. Oh, kommt da auch. Guck mal, Laura. Ist aber leider nur eine Kuh. Wir fragen uns auch ein bisschen, wie viel wir noch sehen werden. Weil eigentlich gibt es nur diese eine Hauptstraße und die geht die ganze Zeit so zwischen diesen Bergen lang. Also es gibt eine Straße wohl noch, wo man mal rechts abbiegen kann. Aber viel gibt es hier nicht. Und irgendwie, also ich denke gerade so, okay, die hatten da so ein Stück Land an der Grenze, das nicht genutzt wird. Dann machen wir da mal einen Nationalpark raus, da sind viele wilde Tiere, dann schützen wir die. Das schönt ja auch immer so ein bisschen die Statistik von so einem Land und so und die engagieren sich. Und dann muss man halt ein bisschen Geld nehmen für die Verwaltung. Naja, vielleicht werden wir noch positiv überrascht, aber bisher sieht man nur rechts und links Klippen und ganz bestimmt keinen Schneeleoparden oder irgendwas. Mal sehen. Das ist die Broschüre, die wir bekommen haben und wir haben uns auch gefragt, ob man hier überhaupt übernachten darf, aber hier steht so hinten drauf, was man machen darf und nicht. Und da steht, dass man Camp Responsible, also verantwortungsvoll campen soll, also scheint es okay zu sein. Jawohl! Los Kuh, du schaffst es! Oh ja! Yeah! Wow. Yeah, Nationalpark. Was für ein Erlebnis. Oh, danke. Sehr toll. Das ist jetzt hier ein leckerer Smoothie aus Mango, Banane, ein bisschen Zimt, Ingwer und ein Spritzer Zitrone. Wir hatten nämlich unsere Lebensmittelvergiftung wahrscheinlich von einem Mango-Shake, den wir am Straßenrand gekauft haben. Deswegen machen wir sowas jetzt erstmal lieber selber. Top-Tipp, nicht die ersten am Tag dort sein, weil der Mixer war irgendwie noch dreckig und so. Ja, die Mango hat er aus so einer Box genommen, die noch so vorgeschnitten waren, wahrscheinlich vom Vortag, anstatt dass er so frische Mangos nimmt. Die gab es da überall am Stand. Ja, also lieber dahin gehen, wo viele Leute hingehen, dann kann es auch ein bisschen dreckiger anscheinend sein und dann wird das aber immer alles frischer gemacht und dann... Ja, genau. Aber naja, so ist auch gut. Selber machen macht Spaß und dann kann man das natürlich machen, wann man will. Und Mangos und so sind hier natürlich auch im Verhältnis viel günstiger als in Deutschland. Das ist so wie in Deutschland, wenn es irgendwas mit Erdbeer gibt, Erdbeerjoghurt oder was auch immer, Brause-Tabletten mit Erdbeergeschmack oder irgendein Drink, dann sind das hier immer Mangos oder Bananen. Die kommen ja aus dem Süden, aus Karachi und so und deswegen gibt es die ganz viel und ganz billig. Oh nein! Oh nein, ich war ja mit der Kuhfütterung fertig, also ich wollte dann nicht noch mehr da die Kühe füttern und jetzt gucken die uns so ganz traurig an und wollen noch mehr. Na gut, dann gehe ich halt noch mal raus. So, das ist der nächste Tag. Wir sind auf dem Weg zur chinesischen Grenze. Es sind nur noch irgendwie 40 Kilometer. Und wir gucken die ganze Zeit rechts und links auf der Suche nach den tollen Tieren, die es geben soll. Weil wenn wir das hier nicht sehen, den Schneeleoparden, dann sind wir enttäuscht. Und ich meine, der sitzt ja auch auf so Geröll. Das sieht genauso aus wie hier überall. Da müssen wir das ja irgendwo sehen können. Ja. Also hier soll es ja auch Wölfe, Bären, alles Mögliche geben. Aber wie gesagt, wir glauben, wir sind zu sehr in der Schlucht und müssen mal gucken, ob man hier auf irgendeine Hochebene kommt. Mal sehen. In ein anderes Tal, wo es keine Straße gibt. Weil warum sollte der Schneeleopard hier langlaufen? Ja, hier gibt es ja nichts. Hier gibt es auch keine Ziegen oder was weiß ich.
haben es geschafft. Da vorne ist die chinesische Grenze. Wie abgefahren ist das? Jetzt können wir China einfach sehen. Das ist schon krass irgendwie. Oh, hier müssen wir, glaube ich, parken. Ja, ich glaube auch. Ihr kommt hier nicht durch. Nee. So, mal sehen. Wir wollen gerne ein chinesisches Restaurant und chinesische Dumplings essen. Gemüse einkaufen wäre auch nicht schlecht. Ja, okay, das wird es hier jetzt nicht geben. Und Duty Free. Ich glaube, das gibt es ja alles gar nicht. Nee, aber ne? wir dachten halt schon, es gibt hier vielleicht so ein chinesisches Restaurant. Wie ihr wisst, sind wir ein bisschen Momo-süchtig. Und okay, das sind jetzt tibetische Teigtaschen, aber es gibt ja auch so chinesische Dumplings. Das ist ja ungefähr das Gleiche. Und da hatten wir die Hoffnung, dass es die gibt. Und in dem einen Restaurant, in dem Hotel, gab es ja schon diese chinesischen Nudeln. Also mal gucken. Auf jeden Fall sind wir auch nicht die einzigen Touris, die jetzt einfach nur hier hingefahren sind, um sich die ganze anzugucken. Aber es ist ja auch wunderschön hier, also voll cool. Naja, da vorne ist noch ein Gletscher. Ja. Das ist halt voll das Event für diverse Touris, also sowohl ganz viele Pakistani, aber wir haben auch schon Italienisch gehört und Deutsche gesehen und so. Also hier fahren viele hin, um sich die... Chinesischer Reisebus. Ja, okay, das ist ja klar, aber ich meine, aber wir sind nicht so die Einzigen, die jetzt einfach nur zum Angucken zu dieser Grenze fahren. Nee. Aber es ist auch echt cool hier, ist voll schön hier. Also selbst wenn jetzt nicht eine Grenze wäre, wäre es einfach eine schöne Landschaft. Pakistan, China. Schon irgendwie krass. China, Pakistan. Voll abgefahren. So, wir haben es also geschafft zur höchsten Grenze der Welt, angeblich. Wir sind uns ja immer so ein bisschen unsicher, ob das auch so ist. Aber denken wir schon, wir sind nämlich auf ein bisschen über 4.700 Meter. Krass. Ja, und das ist ja auch die Grenze, wo wir eigentlich rüber wollten. Ja, wir hatten ja eigentlich geplant 4 Tage Transit durch China nach Kirgisistan. Das ist dann alles aus verschiedenen Gründen so ein bisschen ins Wasser gefallen. Und Hauptgrund ist eigentlich, dass diese 4 Tage ziemlich teuer sind, man sich in China nicht mit dem Auto frei bewegen darf. Wenn wir ein Land bereisen, wir ja schon auch Lust haben, uns das genauer anzugucken und so weiter. Und wir ja lieber langsam reisen und jetzt die Zeit in Ladakh und im Norden Pakistans nochmal voll genossen haben. Aber immerhin gut zu wissen, dass wir es überhaupt hier hoch geschafft haben, weil damals, als wir in Kathmandu das Visum beantragt haben oder versucht zu beantragen, haben wir noch gar nicht gewusst, ob wir es überhaupt hier hoch schaffen, weil da haben wir schon gehört, dass die Straße ziemlich schlecht sein soll, es soll sehr hoch gehen und so hoch waren wir damals noch nicht mit unserem Auto, deshalb waren wir da unsicher, aber wir haben es geschafft. Da drüben ist China, aber ja, da haben wir leider kein Visum für, können wir nicht rüber. Für Pakistan haben wir kein Visum, aber hoffentlich kommen wir zurück zum Auto. Und generell finde ich so Situationen, ne, mit so Grenzzäunen und so, wo das Land sich ja nicht krass verändert, zeigt auch wieder so ein bisschen, meiner Meinung nach, wie absurd Grenzen eigentlich sind. Also dass es diese künstlich erschaffenen Linien gibt, die uns jetzt davon abhalten, darüber zu gehen. Schon ein bisschen verrückt. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr zum Thema Grenzen denkt. Aber ja, schon krass hier zu sein einfach. Ich hätte übrigens gedacht, dass hier viel mehr Warenverkehr ist. Also jetzt ist hier mal wieder ein chinesischer Truck, aber ich hätte ehrlich gesagt, die ganze Straße ist voll von pakistanischen Trucks und halt chinesischen, die so kommen und so. Aber eigentlich ist es echt nicht so viel. Und hier noch mal ein paar geopolitische Fakten zur Beziehung zwischen China und Pakistan, die ich sehr spannend finde. Und zwar hat China große Anteile im Hafen in Karachi an der Südküste von Pakistan gekauft und hat deswegen sehr großes Interesse daran, hier die Straße vom Norden, also von der chinesischen Grenze runter bis nach Karachi, gut in Schuss zu haben. Und das haben wir auf dem Weg auch schon viel gesehen, dass da viele chinesische Unternehmen waren, die da so Tunnel bauen und die Straßen neu asphaltieren und so, damit hier halt sowohl Waren als auch gegebenenfalls Militär ganz einfach langfahren kann, weil es für Länder immer gut ist, viele Häfen und Ausgänge quasi zu haben. Und wenn euch generell sowas mehr interessiert, ich finde das sehr interessant, warum Länder so agieren, wie sie agieren, kann ich euch das Buch Prisoners of Geography, auf Deutsch dann wahrscheinlich Gefangene der Geografie, empfehlen. Da lernt man sehr viel darüber, ja, warum Länder bestimmte Zonen einnehmen und zum Beispiel, warum China auch Tibet eingenommen hat und so weiter. Große Empfehlung von mir. Ja, und was hat Pakistan davon? Ja, Pakistan bekommt Geld und ein bisschen auch eine gute Straße natürlich und wahrscheinlich gute Beziehungen durch China, durch die sie dann ein bisschen beschützt werden mit dem Konflikt zwischen Indien, weil Indien und China mögen sich nicht so gerne und dann hat Pakistan quasi China als Beschützer gegen Indien. Wir kennen das ja jetzt schon so ein bisschen aus Pakistan, dem Iran, Indien und so weiter, dass aus allem immer so ein Freizeitpark-Event
Bereich gemacht wird. Ja. Und wir dachten halt, weil hier sind wirklich viele, die hier einfach nur hinfahren, um das sich anzugucken, also quasi viele Touris. Die wenigsten fahren jetzt auch wirklich über die Grenze. Das heißt, wir dachten halt wirklich, hier ist viel mehr los. So, wir sind das erste Noch nicht Mal. mal ein Restaurant, also Ja. wir sind echt enttäuscht. Und hungrig. Ja. Wir haben es wirklich mal wieder richtig schwer, aber es ist halt lustig. Da, wo wir dann erwarten, dass da nur Natur ist und nichts, da ist dann Ziplining, 1000 Restaurants und so weiter. Und da, wo wir denken, es gibt wenigstens einen Café, gibt es gar nichts. Also da könnte ja ruhig ein Restaurant sein. Es gibt noch nicht mal so einen Kiosk mit Chips oder so, die es sonst immer überall gibt. Aber es gibt den angeblich höchsten Bankautomat der Welt. Bringt uns aber leider auch nicht so viel. So, dann schnell zurück nach Pakistan, bevor die merken, dass unser Visum abgelaufen ist oder es sehen wollen. Tja, weil es hier kein China-Restaurant gibt, müssen wir uns selber helfen. Und was passt besser als China-Nudeln? Wir hängen uns zweimal so ein bisschen aus dem Hals raus nach der Wanderung und nachdem wir das jeden Tag mittags und abends gegessen Ich haben. konnte die echt nicht mehr sehen. Aber naja. Wir peppen sie aber jetzt auch ein bisschen auf mit Gemüse und Soja und so und machen uns das lecker. So, jetzt haben wir hier unser Asia-Süppchen. Und auf dem Rückweg jetzt, also wir können natürlich nicht weiter, deswegen fahren wir wieder den gleichen Weg zurück. Aber wir haben jetzt keine andere Straße oder da war kein Dorf oder so auf der Karte in diesem Nationalparkbüro. Da waren auch so andere Straßen und Dörfer eingemalt, aber irgendwie gibt es die, glaube ich, alle nicht mehr und da war auch keine Straße. Nee, wir dachten ja schon so, Nationalpark, cool, dann kann man hier nochmal eine Wanderung machen. Vielleicht ist die Infrastruktur auch ganz gut. Also es gibt quasi vorgezeichnete Wanderwege und so weiter und irgendwie vielleicht auch ein paar Informationszentren oder irgendwie ein bestimmter Ort, wo man bestimmte Tiere beobachten kann oder so, ein Aussichtspunkt, was weiß ich. Aber hier gibt es halt irgendwie gar nichts und das ist ein bisschen schade, weil es ist schon voll schön hier. Aber anscheinend müssen wir uns dann wieder die Wege so ein bisschen selber suchen. Ja, und Tiere haben wir auch nicht, Ja, nichts gesehen. das Nur ist eine aber- Kuhherde. Aber das ist ja immer so. Ja, dann aber sieht wenn man die damit werben, wir haben noch nicht mal Schafe gesehen oder einen Steinbock aber das ist oder ja irgendwas. trotzdem in jedem Nationalpark so. Oder wenn man Oder dann Vögel, nix. Ja, aber in jedem Nationalpark, wenn man da irgendwie sagt, da gibt es Bären, dann heißt das nicht, du siehst 100% einen Bären. Ja. Sondern geht es ja um den Schutz der Bären und deswegen gibt es den Nationalpark, nämlich damit die sich verstecken können vor dir. Ja. Naja, aber vielleicht haben wir auch nochmal Glück, also keine Ahnung, müssen uns selber irgendwas suchen, werden hier auf jeden Fall noch bleiben, weil an sich ist die Temperatur voll gut. Jetzt haben wir uns auf den weiten Weg gemacht, das heißt, wir wollen das auch noch ein bisschen nutzen, wir wollen die $20 irgendwie ein bisschen wettmachen so und jetzt nicht einfach wie die meisten hier, die fahren halt zur Grenze und dann wieder zurück, sondern wir haben ja die Zeit und Bock. So, Ja. genau. Süß, ihr seid uns so ein Ranger angehalten, der gerade irgendwie durch sein Fernglas guckt, weil da oben wohl irgendwas ist. Die Ibexe. Was sind denn Ibexe? Irgendwie so Steinböcke. Ah. So is Ibex. Ah, there. Yes. Dem Auto und mir geht es höhenkrankheitsmäßig auch wieder sehr ähnlich. Also ich habe jetzt wieder leichte Kopfschmerzen. Das Auto macht wieder komische Geräusche. Es ist alles nicht so ideal, aber wir sind da ja inzwischen dran gewöhnt. Ich habe Schmerztabletten, mit dem Auto müssen wir einfach geduldig sein. So ist es halt in den hohen Bergen. Oh Gott. Was ist das denn? Oh Gott. Ni hao. Oh, jetzt sind die Berge. Ist halt lustig, dass die chinesischen Trucks das Lenkrad genauso wie wir auf der linken Seite haben, weil da natürlich Rechtsverkehr ist. Na, haben wir uns noch gefragt. Wir haben uns noch gefragt, ob da Rechts- oder Linksverkehr ist. Ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern. Aber dann haben wir einen Reisebus gesehen und jetzt die Trucks. Und jetzt wissen wir, dass in China genau der gleiche Rechtsverkehr ist wie in Europa. Wir sind jetzt noch flott beim Ranger Tee trinken. Er zeigt uns jetzt gerade, wo er so wohnt und schläft. Und er ist alleine für dieses Gebiet verantwortlich und macht das seit 22 Jahren. Und jetzt gibt's Tee. Ja, vielleicht kriegen wir da so ein paar mehr Informationen über diesen Nationalpark und wo die Schneeleoparden sind. Ja, okay, die werden wir eh nicht sehen. Naja, vielleicht haben wir auch Glück, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja bei sowas immer relativ gering. Ja. Eben haben wir noch eine Taube gesehen. Und hier sind Fliegen. Toll. Oh ja.
Ah, oh, so many. Jetzt haben wir eben noch mal hier Ibexe gesehen, aber die sind leider echt zu weit weg, dass wir euch das zeigen können. Die laufen halt oben an diesem Berg entlang, mega weit weg und mega hoch. Ah, voll cool, dass wir so Wildlife sehen und uns jetzt mit diesem Ranger angefreundet haben und dadurch doch noch ein bisschen was davon so mitkriegen, auch wie das dann doch hier im Nationalpark läuft, weil wir erst so dachten, das ist eher so ein Vorwand, aber hier gibt es ja wirklich so Ranger, die anscheinend dann auch ein bisschen gucken, was es so zu sehen gibt und wie es den Tieren so geht. Also schon echt cool. So, damit sind wir angekommen an unserem zweiten Stellplatz hier im Nationalpark und kann sich wieder sehen lassen eigentlich. Ist an so Häuserruinen, weil es ganz lustig, auf unseren Karten sind immer so Dörfer angegeben, aber die gibt es halt gar nicht mehr. Aber ja, wieder am Fluss mit richtig schönen Bergen. Und unser toller Ranger-Kumpel hat uns eben erzählt, dass die Schneeleoparden morgens um 6 wohl die Berge runterkommen, um irgendwas zu essen und zu trinken. Also müssen wir wohl morgen früh aufstehen und hier gucken. Vielleicht kommt ja einer, vielleicht haben wir ja Glück. Oder ein Bär oder Wölfe, das wäre schon cool. Aber ja, wie schon oft gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich nicht so hoch. Aber es macht ja auch ein bisschen Spaß, dann zu gucken und gespannt zu sein, was man so entdeckt. Und Mariano guckt jetzt auch schon wieder. Wir haben uns vorgenommen, öfter draußen zu essen und im meisten Fall ist das im Moment irgendwie immer unser Abendessen. Und das ist richtig schön. Jetzt ist gerade der Ranger nochmal vorbeigekommen. Jetzt laufen hier diese, wie heißen die? Ibex. Die Ibex laufen jetzt da oben lang. Wir sind denen jetzt ganz nah. Und ja, voll cool, dass wir hier irgendwie anscheinend auch der einzige Camper-Van, okay, ist jetzt auch nicht überraschend, aber in diesem Nationalpark sind. Wir finden es auf jeden Fall richtig gut, ne? Ja, auch cool, dass wir einfach hier übernachten dürfen. Ja. Also das hätten wir eigentlich nicht gedacht. Ja, ich hätte gedacht, der Ranger sagt so, ihr müsst jetzt aber bei irgendeinem Checkpoint oder so schlafen, aber er kam eben vorbei und hat uns die Tiere nochmal gezeigt und ist jetzt aber weitergefahren und ist völlig fein damit, dass wir hier campen. Ich meine, wir machen ja auch nichts. Nee. Ja, naja. Na, da laufen die Ibex lang und dann dahinter bestimmt irgendwo der Leopard. Hoffentlich. Hammer. No one said we're not allowed. I mean, it says camp responsibly and that's what we did. So I don't understand the problem. I mean, the forest administration is telling this, and then I don't understand. Sorry, but honestly. Your behavior is not good. Okay, I'm responsible. Yeah, but I don't know what you're. I'm telling you, you are not allowed here. But why? I paid for it. I just don't understand. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht sehen, weil ihr alle noch nicht in dem Khunjerab Nationalpark wart, aber wir sind da jetzt nicht mehr, denn wir wurden mehr oder weniger rausgeschmissen. Ja, ne? Ist jetzt auch ein paar Tage später. Wir haben uns jetzt, es war wieder so, wieder so eine schlimme Situation. Wir haben uns jetzt ein bisschen beruhigt, sind jetzt wieder gechillt, sind jetzt hier am Fluss, krasse Berge und so. Sind in Hunza. Ja, Hunza-Gegend und wollen euch noch mal kurz erzählen, was da alles so passiert ist, weil es war wieder ganz schön schräg. Wir sind ja in diesen Nationalpark gefahren, waren da beim Ticketcenter, haben jeweils pro Person $20 bezahlt und ich bin da hingefahren und wir haben uns natürlich auch ein bisschen bei Overlander informiert und dachte so, aha, interessant, ich wusste gar nicht, dass da ein Nationalpark ist, weil der führt halt eine Straße zur chinesischen Grenze. Dann haben die uns aber so einen Flyer gegeben und auf diesem Flyer standen halt die Do's and Don'ts und Don'ts waren halt so Sachen wie Drohne fliegen, laut sein, Müll Feuer rumschmeißen machen und so weiter. Da dachten wir natürlich, klar, ist ein Nationalpark, da halten wir uns dran. Die Do's waren so Sachen wie, dass man auf den Pfaden bleiben soll, dass man verantwortlich campen soll. Und ich dachte so, ah krass, cool, dann ist es ja wirklich ein ausgebauter Nationalpark. Das war mir vorher gar nicht so klar. Dann können wir da ja ein paar Tage verbringen. Naja, Ja, dann und vor allem campen, weil da war so ein Bild mit dem Zelt. Camp responsibly. genau, und wir dachten so cool. Und dann kam plötzlich die Polizei, ziemlich aggro, ziemlich unfreundlich und wieder so, ihr dürft hier nicht campen, das kann nicht sein, das kostet $50 die Nacht. Und wir so, hä? Ich habe mich auch schon gewundert, warum es eigentlich gar keine Wanderwege gab, weil die wurden ja da vermarktet und wir dachten, dafür zahlen wir. Und ja, langes Hin und Her, wir können dann auch nicht ruhig bleiben, beziehungsweise wir sehen es dann halt auch nicht ein. Also wenn jemand irgendwie kommt und so ein bisschen
unbegründet irgendwas sagt. Und wie gesagt, der Ranger hat ja nicht gesagt, dass wir da nicht schlafen dürfen. Deswegen haben wir auch immer das Gefühl, das ist so ein bisschen willkürlich oder unlogisch. Ja. Aber Das haben wir denen dann später 10-mal gesagt. Macht doch ein Schild in dieses Office, wo man das Ticket kauft. Ne? Preisliste, Pakistani 300 Rupees, Ausländer $20. Und da meinten die nämlich auch, das Ticket gilt nur für, einige meinten 24 Stunden. Der nächste sagte nur für den Tag bis 17 Uhr, da muss man dann raus sein. Das steht aber nirgendwo. Nirgendwo ist ein Schild und auf dem Ticket steht das auch nicht. So, wie soll man das wissen? Ne? Macht doch einfach ein großes Schild. Man darf nur bleiben bis 17 Uhr. Camping ist nicht erlaubt oder über Nacht bleiben, außer wenn man $50 zahlt und dieses NOC hat. genau. Ja. Und dann haben wir natürlich versucht zu diskutieren, hat natürlich wieder nicht geklappt. Dann kamen sie irgendwann mit bewaffneten Männern, dann haben sie irgendwann fast unsere Scheibe eingeschlagen, weil wir halt auch nicht locker lassen. Ne? Wir sind dann halt auch nicht so, okay, dann gehen wir jetzt, sondern wir diskutieren dann so ein bisschen. Ja, und wir haben denen diese Broschüre gezeigt, so, hallo, guck doch mal, hier steht, Campen ist erlaubt. Ja, und wofür zahlen wir dann $40? Weil im Endeffekt zahlt man diese $40 und das ist vielleicht für Leute, die da auch mal hinfahren wollen, Ja. interessant. Man zahlt sie einfach, damit man die Straße lang fahren kann, sich die Grenze angucken kann und zurückfährt. Und das machen auch die meisten. Es ist einfach nur eine Mautstraße, Ja, genau. Dann die sollen sie- aber getarnt ist als Büro von einem Nationalpark. Ja. Und sowas finden wir halt ein bisschen so, es ist ja okay oder keine Ahnung, $40 für eine Straße, Mautstraße ist immer noch viel, aber dann kann man es ja wenigstens deutlich markieren und einen nicht so veräppeln, weil das stößt uns einfach auf, wenn man Ja. dann halt so tut, es ist ein Nationalpark und es gibt halt keine Wanderwege. So, dann Nee. macht halt keine Broschüre, wo drauf steht Follow Trails, wenn es keine Trails gibt. Weil wir dachten halt wirklich, ah geil, voll das große Gebiet, wir können da noch mal wandern gehen und vielleicht sogar mit Zelt oder was weiß ich, aber das gibt's alles gar nicht und darfst du auch gar nicht, weil du sollst ja nach 5 oder 24 Stunden wieder raus sein. Naja, wir wissen natürlich, dass in vielen Nationalparks, auch in Europa, da darf man natürlich nicht übernachten so. Das ist ja auch okay, dann wird das da ja auch ausgeschildert. Aber es gibt ja auch viele Nationalparks, wo man das darf und also das ist irgendwie ja schon alles ganz anders. Ja, und also dann war es halt auch nicht so, dass die Leute dann nett waren, sondern dann waren sie halt so Government Rule. Und ich meine, man kann ja dann wenigstens sagen so, sorry, da haben wir euch nicht richtig informiert, die Regeln sind leider das und das. Und es war halt wieder so ein Kommunikationsding. Wir waren dann auch nicht mehr nett, also liegt halt auch an uns. Die haben uns alle angeschrien, wir haben die alle angeschrien und irgendwann, ja, also ja, das wissen wir jetzt auch so. Es bringt halt nichts. Wir versuchen das immer, weil warum müssen wir dafür aufkommen, dass die ihre Arbeit nicht gut machen und uns nicht richtig informieren. Aber am Ende verlieren wir leider so oder so. Also sind wir da mit einem ziemlich schlechten Gefühl und wütend weggefahren. Ja, und dann am nächsten Tag, dann waren wir wieder in der nächsten Stadt, Soest heißt die ja, und wollten, weil wir haben immer noch nicht unser neues Visum, wir haben immer noch keine neue SIM-Karte, wir sind immer noch illegal in diesem Land. Ups. Nein, wir wollten dann in so einem Hotel frühstücken, Internet nutzen und so weiter. Und dann, ja, braucht man natürlich das Geld. Ich habe ja so meine kleine graue Tasche, wo das Geld drin ist, mein Portemonnaie mit Kreditkarte und so. Ja, und wo ist die Tasche? Die Tasche ist weg. Scheiße. Und da haben wir die ganzen Videos, die wir gemacht haben, durchsucht, um zu gucken, wo hatte ich die Tasche noch. Und ich hatte sie noch beim Ticketkaufen am Eingang. Und dann sind wir in den Park gefahren und ich meine, ich weiß nicht mehr, ob es im Park war oder davor, dann standen wir irgendwo eine längere Zeit und dann habe ich sie vorne in den Fußraum gelegt, weil die hat irgendwie keinen richtigen Platz gehabt und war immer im Weg. So wie vieles. Dann habe ich sie vorne hingelegt und vielleicht, dann ist sie irgendwie runtergefallen, das habe ich nicht bemerkt. Und dann sind wir immer ausgestiegen, haben Fotos gemacht und so. Und dann ist sie vielleicht, während ich dann die Tür aufgemacht habe, rausgefallen und ich habe es nicht gemerkt. Und dann war sie weg. Und das Peinlichste daran ist, da mussten wir am nächsten Morgen, nachdem wir die ganzen Leute da angeschrien haben und sie uns angeschrien haben, wieder zurück zu diesem Park gehen und sagen, hallo, ich habe mein Portemonnaie Hi, hier verloren, sorry, darf wir ich noch mal in den Park? Zum Glück, wir hatten echt so Bauchschmerzen und dachten so, oh, jetzt müssen wir wieder diskutieren und dann wollen die wieder 40 Euro von uns oder Dollar. Und sie waren aber total kulant. Ja. Haben nicht einmal gesagt, wir müssen jetzt dafür zahlen, sondern dann kam sogar ein Militärtyp mit uns, hat alle Strecken mit uns abgesucht, ist auch wirklich ausgeschrien, hat geguckt, hat das alle war schon anderen sehr nett. Und Ranger gefragt, hat sich tausendmal entschuldigt. Auch mega viele Touris haben dann angehalten, als sie das so mitbekommen haben, also Leute aus Islamabad und so, und haben irgendwie gesagt, so scheiße, was ist passiert, können wir euch helfen? Hier, nehmt meine Nummer, ich frage rum und so. Also das waren wieder sehr, sehr nette Menschen, die uns da
da dann Ja. begegnet sind. Und also der Boss dieses Nationalparks, der da in dem Ticket-Office ist, der hat uns natürlich ignoriert und die Polizisten von dem Abend davor haben uns auch nicht nett begrüßt, aber so andere Leute waren halt mega, mega nett. Ja. Und wir sind dann halt alle Orte, an denen wir waren, nochmal abgefahren, sind überall rumgelaufen. Überall, wo wir ausgestiegen sind, um ein Foto zu machen, sind wir hingegangen. Aber es war jetzt dann ja auch schon 2 Tage Ja, wahrscheinlich das her. kann ich nicht. Und also es war nirgendwo. Wir sind echt wieder bis zur chinesischen Grenze Wir gefahren. waren nochmal bei der chinesischen Grenze, Ist auch ohne richtig- nochmal 40 Euro. Ja, Hammer. Ja, am Ende haben wir sie nicht gefunden, sind rausgegangen. Ja, jetzt waren wir jetzt hier wieder in so einem Hotel, das war wieder mega nett. Haben meine Kreditkarte gesperrt, mein Führerschein war drin, da brauche ich dann einen neuen. Aber mein wir kriegen jetzt so ein Bootsführerschein. Anzeigendokument, dass wir es verloren haben, beziehungsweise es gestohlen wurde von der Polizei hier. Und wenn man das dann vorzeigt und da steht halt Driver's License ist verloren gegangen, dann sollte das kein Problem sein. Ich habe noch einen Führerschein, meine Kreditkarte ist noch da, wir konnten jetzt auch wieder Ja. Geld abheben. Also eigentlich ist es am ärgerlichsten über halt die 100 Euro bar, weil die sind halt einfach weg. Ja. Und natürlich die Kosten, die man braucht, um die neuen Dokumente zu beantragen, also ein neuer Führerschein. Und wir können das jetzt, also wenn wir das jetzt in der Botschaft in Islamabad machen, das dauert ewig. Boah. Das werden wir wahrscheinlich nicht machen. Nee, und es will sowieso nie jemand den Führerschein sehen. Also ungefähr einmal im Jahr muss ich meinen Führerschein zeigen. Irgendwo an der Grenze höchstens mal. Also das Fazit ist irgendwie, Behörden und Polizisten, und ich glaube, das ist aber überall so, haben halt durch ihre Uniform immer so das Gefühl, ich muss jetzt hier meine Macht demonstrieren. Government rule. Genau, und haben immer diese Sprüche auf Lager, die aber eigentlich ja keine richtige Begründung It's sind. our duty. Ja, so Government Rule. Ja, was ist denn die Regel? Ja, this is our rule. So, ja, okay, das verstehen wir halt nicht so, damit können wir nicht gut umgehen mit dieser Art von Autorität. Wie gesagt, liegt auch an uns. Aber sonst sind die Menschen hier halt super hilfsbereit und Ja. so und haben mega Mitleid mit uns, obwohl es ja jetzt gar nicht so schlimm ist. So, wir haben beide noch unseren Pass. Ja, so, das zum ist Glück. die Hauptsache. Wir Der haben war noch- nämlich manchmal auch da drin. Ja, genau. Wir haben noch eine Kreditkarte. So, es könnte halt viel, viel schlimmer sein. Und gleichzeitig hat es uns, wie gesagt, auch nochmal gezeigt, wie nett die Menschen hier einfach sind. Ja. Und wie blöd dieser Nationalpark ist. Ja, dass man da halt so veräppelt wird, das mögen Ja, wir einfach nicht. So. Nee. Und die Ibex, die man da sehen kann, womit die auch Werbung machen, also das einzige Tier, was du da eigentlich wirklich sehen kannst, Schneeleoparden, Bären hat der Ranger selber nicht gesehen. Kann man alles vergessen. Aber die Ibex, die laufen hier auch überall rum. Der Mann in dem Hotel hat gestern uns ein Foto gezeigt, wie die einfach hier vorne rumlaufen. Also man muss gar nicht in den Nationalpark fahren. Und auch die Grenze, ja, da ist da dieses Tor. Ich fand schon richtig toll. Ich war noch nie so nah an China, habt ihr ja alles gesehen. Ja. Ich fand schon sehr cool. Aber Am Ende ist Wenn es ein man- Tor, die Landschaft ist so wie überall. Da sind 1000 Touris, die ein Selfie mit uns wollen. Und es war schon, also, ich fand's gut. ja. Aber man muss halt, wenn man so reist wie wir, ein bisschen low budget, muss man dann halt gucken, sind das 40 $ wert. So, das ist Ja. einfach so. Und den Tag dahin fahren, das ist auch eine ganz schöne Strecke. Man fährt ja auf weit über 4000 Meter hoch. Ja, ich war wieder höhenkrank. Ja, du warst wieder höhenkrank. Aber ja. Naja, so ist das, ne? Ja, sowas wollen wir halt auch gerne mit euch teilen. Danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Genau, und beim nächsten Mal geht es dann mit etwas Tollerem weiter. Wir wollen hier zu einem krassen See. Man kann da vielleicht sogar auf dem Gletscher laufen. das Müssen wir ist uns so krass. anseilen. Und wenn einer runterfällt, muss die andere Person so. Da und die brauchen dann wir noch so diese Eishacken. Ja, genau. Na, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Wie erwähnt, geht es in der nächsten Folge mit krasser Gletscherlandschaft weiter. Wow. Krass. Schaltet wieder ein. Bis nächste Woche.